Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute wieder am Wiener Zentralfriedhof unterwegs und möchte dir heute ein paar Gräber von politischen Größen aus Österreich zeigen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Die Präsidentengruft vor der Karl-Paramois-Kirche auf dem Wiener Zentralfriedhof ist seit 1951 die letzte Ruhestätte der Bundespräsidenten der Zweiten Republik Österreich. Die Gruft wurde ursprünglich für Karl Renner errichtet, später aber für weitere Präsidenten erweitert. Staats- und staatliche Begräbnisse werden von der Republik Österreich organisiert und sind für höchste politische Ämter vorgesehen. Die meisten verstorbenen Bundespräsidenten und Bundeskanzler der Zweiten Republik sind auf dem Zentralfriedhof beigesetzt, während einige Ausnahmen auf anderen Friedhöfen ruhen. Barbara Brammer war eine österreichische Politikerin der SPÖ und die erste Frau in der Geschichte Österreichs, die das Amt der Nationalratspräsidentin begleitete, von 2006 bis zu ihrem Tod 2014. Ich bin mit dem vergangenen Jahr schon zufrieden. Ich habe mich sehr bemüht, das Haus weiterhin gut zu leiten. Das Parlament ist natürlich immer... Zuvor war sie Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz sowie zweite Nationalratspräsidentin. Sie setzte sich besonders für Gleichstellung, soziale Gerechtigkeit und politische Bildung ein und verstarb 2014 nach schwerer Krankheit. Bruno Kreisky war ein österreichischer Politiker der SPÖ und von 1970 bis 1983 Bundeskanzler Österreichs. Er prägte das Land mit sozialen Reformen, dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates und einer aktiven Neutralitätspolitik. Dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten, als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten. Unter seiner Führung erlebte Österreich eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierung. Jedoch führte die steigende Staatsverschuldung letztlich zu seinem Rücktritt. Heinz Nickel war ein österreichischer Politiker und Präsident der österreichisch-israelischen Gesellschaft. Er setzte sich für den Nahostdialog und die österreichisch-israelischen Beziehungen ein. Nickel wurde am 1. Mai
1981 in Wien von einem palästinensischen Terroristen ermordet. Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik ein Politiker einem Attentat zum Opfer gefallen. In den Morgenstunden des 1. Mai 1981 sollte der 51-jährige Stadtrat von einem Chauffeur von seiner privaten Wohnung in Wien-Hietzing abgeholt werden. Doch kurz nachdem Nickel auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat, fallen Schüsse. Der Politiker ist sofort tot. Der Chauffeur bleibt glücklicherweise unverletzt. Rudolf Edlinger war ein österreichischer Politiker der SPÖ und Finanzminister von 1997 bis 2000. Er engagierte sich in der Wirtschaftspolitik und war später Präsident des SK Rapid Wien. Denn schließlich und endlich tritt man ja jedes Jahr an, um faktisch am Ende der Meisterschaft ganz oben zu stehen. Waren sicherlich einige, vor allem der internationalen Spiele, für mich Ereignisse, die ich nicht vergessen werde. Helmut Zilk war ein österreichischer Journalist und Politiker, der von 1984 bis 1994 als Bürgermeister von Wien amtierte. Er engagierte sich besonders für Kultur, Bildung und sozialen Wohnbau. Ein Bombenattentat auf ihn im Jahr 1993 verletzte ihn schwer. Doch er blieb bis zu seinem Lebensende eine prägende Figur im öffentlichen Aber das ist Leben erstens einmal Österreichs. nicht nur hier und da und es ist nicht nur in diesem Bereich, sondern es ist ein Entwicklungsprozess, in dem wir uns befinden. Erhard Busseck war ein österreichischer Politiker der ÖVP und Vizekanzler von 1991 bis 1995. Er setzte sich besonders für Bildungs- und Europapolitik ein und spielte eine wichtige Rolle in der Öffnung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. I'm a little bit old-fashioned. I learned the old Greek language. And if you know, the word crisis is coming from krino. And that means... Leopold Graz war ein österreichischer Politiker der SPÖ und bekleidete mehrere hohe Ämter, darunter Bürgermeister von Wien von 1973 bis 1984, Außenminister von 1984 bis 1986 und Nationalratspräsident von 1986 bis 1989. Während seiner Amtszeit in Wien setzte er sich für den sozialen Wohnbau und den öffentlichen Verkehr ein. Seine politische Karriere endete nach Kritik an seiner Amtsführung und politischen Affären. Kleinigkeiten, aber eben, es hat sich ja durchgesprochen, dass der Mensch nicht nur große Dinge braucht, die braucht er auch. Der Wiener will, dass es hier schöne Monumentalgebäude gibt, riesige Parkanlagen, dass es eine neue U-Bahn gibt. Bruno Marek war ein österreichischer Politiker der SPÖ und von 1965 bis 1970 Bürgermeister von Wien. In seiner Amtszeit förderte er den Wohnbau und die Modernisierung der Stadtverwaltung.
Nach seinem Rückzug aus der Politik war er weiterhin gesellschaftlich engagiert. Anton Behnier war ein österreichischer Gewerkschafter und Politiker der SPÖ. Er war von 1963 bis 1987 Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes und setzte sich für soziale Gerechtigkeit sowie die Rechte der Arbeitnehmer ein. Zudem war er von 1971 bis 1986 Präsident des Nationalrates und spielte eine zentrale Rolle in der österreichischen Sozialpartnerschaft. Und er stellte fest, dass Schulden abgetragen wurden bis auf einen Betrag von etwa 4 Millionen. Seine vielen Präsidentschaften, unter anderem des SK Rapid Wien, ÖGB Nationalrat, brachte ihm den Beinamen der Präsident ein. Rudolf Hundsdorfer war ein österreichischer Politiker und Gewerkschafter. Er war von 2008 bis 2016 Bundesminister für Soziales und setzte sich insbesondere für Arbeitsmarktpolitik, Pensionen und soziale Gerechtigkeit ein. 2016 kandidierte er für das Amt des Bundespräsidenten, erreichte jedoch nicht die Stichwahl. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter war Hausfrau. Julius Raab war ein österreichischer Politiker und Bundeskanzler von 1953 bis 1961. Als führender Vertreter der ÖVP spielte er eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen zum österreichischen Staatsvertrag, der 1955 die Unabhängigkeit Österreichs wiederherstellte. Brigitte Bierlein war eine österreichische Juristin und Politikerin. Sie war die erste Frau an der Spitze der österreichischen Bundesregierung und amtierte von Juni 2019 bis Jänner 2020 als Bundeskanzlerin der Übergangsregierung. Zuvor war sie Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und eine zentrale Persönlichkeit im österreichischen Justizwesen. Und alle Menschen, die in unserem Land leben. Es ist mir eine große Ehre, mich erst Das war das Video über die Politiker, die hier am Wiener Zentralfriedhof bestattet sind. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal. Somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein GoTraveler. Also, ciao.